Hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. So, wir sind hier gerade in einer geheimen Station in... Hallo? Ja, die Sie jetzt kann man so nicht sehen. Wir sind jetzt in Ostberlin. Und die Wachen, die dürfen uns nicht sehen und die Kameras eigentlich auch nicht, aber ich weiß nicht. Ich denke mal, es wird ziemlich schnell hier wieder in Alarm ausarten. Wir sind auf der Suche nach Dr. Schenker. Okay, das war's auch schon. Mann, Mann, Mann. So. Ja gut, ja, was ich von dem Spiel, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, das war eins der ersten Spiele, das als DVD-Box rauskam. Also früher hatten ja die ganzen Spiele noch, wie soll ich sagen, die waren in so großen Boxen drin, also so Kartonboxen, die waren ziemlich cool. Das kann man so vergleichen mit den aktuellen World of Warcraft Collectors Editions, also die waren wirklich riesengroß. Und das war eigentlich das erste Spiel, das ich als DVD-Box gekauft habe damals. Was heute ja ziemlich normal ist mittlerweile. Damals war es ein bisschen ein Aufruhr, also quasi, ja, das hat nicht jedem gepasst. Was ich auch ein bisschen verstanden habe, ich fand es ein bisschen schade und ich habe noch ein paar von diesen ganzen Spielen als Box hier noch rumliegen. Teilweise ausgestellt, teilweise in der Abstellkammer. Ich muss mal irgendwie ein schönes Display für die machen. Hallo hopp. Warum komme ich hier nicht rein? Da muss die Tür erst zugehen. Ja, jetzt klappt sie schon. Ja, und beim Spiel hier, bei der ersten Fassung, die rauskam, wobei es, glaube ich, bei allen mittlerweile so. Auf jeden Fall, was ganz schön war, dass das Spiel erschien auf 2 Discs, obwohl es nur 500 Megabyte hatte. Und die zweite Installationsdisk hatte den ganzen Soundtrack von dem Spiel drin, was ziemlich cool war, meiner Meinung nach. Okay, also das ist dann das Ende dann, wie es aussieht. Rauchen verboten. Okay, lassen wir das mal lieber in dem Fall. Das behalten wir auf, falls wir das später noch brauchen werden. Jetzt müssen wir erstmal Dr. Schenker finden. Oder? Sonst haben wir nichts. Ja, genau. Und der dürfte irgendwo hier oben sein. Hier haben wir noch Intelligence. Oh Gott. Wieso will ich das mitnehmen? So, und der ist dann eh gleich... Hier vorne habe ich gemeint. Ansonsten müssen wir nochmal rechts abbiegen, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. So, ist aber ziemlich einfach hier. Vor allem läuft niemand in unsere Richtung oder dergleichen. Also wir können die alle schön mohrenmäßig abschießen. Ja, hier sind wir offenbar falsch. Gehen wir nochmal zurück und dann schauen wir nochmal in diesem Seitengang nach. Ob wir da richtig wären. Ja, und danach kommt eine der spektakulärsten Levels, also nach diesem hier. Ich glaube, das war der nächste, was die Ego-Shooter bis dahin zu bieten hatten. Und ich finde das immer noch wahnsinnig toll, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich hatte eine Riesenfreude. Ah, und da ist er schon, unser Dr. Schenker. Moment, jetzt schauen wir hier noch kurz, ob irgendwas ist. Nee. So. You must be Dr. Schenker. Who are you? We'll have time for introductions later. Our first priority is to get out of here. They sent a woman to liberate me? Mein Gott im Himmel. You can lodge a formal complaint the minute we set foot on Western soil. In the meantime, can we go? This was not part of the arrangement. Sie ist hier! Excuse me for a moment, Doctor. Ich finde das sensationell, was für komisches Akzentenglisch, das die verwenden. Aber das gesprochene Deutsch ist dann wenigstens korrekt. Saying, perhaps we should go. It seems I have no choice. Ein Moment bitte, my wife. Sensationell. Ja gut, die Flucht sollte eigentlich auch kein Problem sein. Jetzt werden ein paar Gegner kommen, nehme ich mal an. Moment, das nehmen wir jetzt noch mit hier. So,
Geh aus dem Weg. Ach. Ich hoffe, die schießen nicht aus Versehen danach auf Dr. Schenker. Wo ist er denn? Ach so. Ja, genau. Jedes Mal, wenn eine Schießerei ist, müssen wir den noch wieder beruhigen, damit er mitkommt. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt hoffe ich... Aber mittlerweile läuft er ganz fleißig hinterher. Und da ist es ganz gut. Ja, alles in Ordnung. Kannst mitkommen. Auch sehr schön. Die Blutspuren an den Wänden. Oh, jetzt ist er gar nicht hinterhergekommen vor lauter. So, jetzt aber. Und hier unten sollten wir dann eh schon am Ende sein. Ui. Ach, dann wieder zurücklaufen. So, jetzt aber. Sollten wir langsam soweit sein. Warten wir noch kurz, bis der Herr Schenker hier vorbeikommt. Hallo, kommst du? Ach, der liegt immer noch da. So, jetzt aber. Dankeschön. So, jetzt ist er in der Nähe. Jetzt hoffen wir, dass das alles passen soll. Alle hopp, und schon sind wir draußen. Die scheint auch Party gemacht zu haben. Good girl. Ja, der ist so ins Bild geploppt, weil ich auf Widescreen spiele. Im 4:3 Verhältnis würde der gar nicht sichtbar sein. Ja, da hat man noch nicht damit gerechnet, dass man es später so was macht. Attempt to learn as much as possible from Dr. Schenker about his research. Schenker is a notoriously cautious man, so direct questions are not advised. He is also reported to have little tolerance for skeptics. Try to keep an open mind. Okay, werden wir es mal versuchen. Machen wir mal Default Equipment, da will ich mich nicht groß damit beschäftigen. Ach ja, das ist so ein schöner Level. Turned off the seatbelt and no smoking signs. Feel free to move about the cabin. We'll be arriving in London at approximately 6:15 p.m. local time. The temperature is currently 25 degrees centigrade with clear skies. I think we can expect a lovely, relaxing flight. Ja, das werden wir noch sehen. Ja, und wir werden jetzt hier nicht direkt ihn ansprechen, sondern wirklich schön die Fragen umgehen. Und dann wird er schon von sich aus auf uns zukommen. What about your wife? Will she be joining you in England? Sie ist tot. Vor 2 Jahren. Pardon me, I must get used to speaking English. My wife died 2 years ago. My condolences, Doctor. I wasn't aware. There's no mention of her demise in our files. It was not made public. There was an accident at the laboratory during an experiment. She was killed. You are familiar with my line of research? No, but it must be fascinating. Quite so. I was the head of the Biological Explosives Research Team. Biological explosives? Sounds rather outlandish, frankly. Perhaps, but also very real and very dangerous. Imagine an undetectable chemical reagent which can be injected into a living host. The reagent causes a reaction in the organism that culminates in a massive explosion that feeds on organic material. In other words, the effective range of the weapon is dictated by the amount of catalyst in the reagent and the population density at ground zero. In a city, the death toll could be tens of thousands. The speed of the reaction can be controlled with great accuracy by the chemical composition of the reagent. Human time bombs. Quite so. How is such a thing possible? I spent many years trying to answer that very question. Perhaps you'd care to read an article I've been preparing on the subject. It's rather fundamental, but it will give you a foundation for understanding the larger issues. I'm deeply honored. Don't mention it. I feel it is my duty to reward open-mindedness and imagination whenever the opportunity arises. You would make a fine pupil. By the way, I never thanked you.
I'm sorry I doubted your competence. Apology accepted. Ja, und was passiert denn hier auf einmal? We are in position. You know what to do, Sonny. Yes, sir. Initiating docking procedure and jamming our communications. You're up, laddies. We're going aboard. Der Shot ist sensationell. Was ist los? I'm not sure. Stay here while I investigate. Keep this door locked. Ja, und es beginnt. Das ist ein sensationeller Level. Ja, wir haben schon Eindringlinge hier, so wie es aussieht. Aua. Ja, ich denke, es ist der richtige Weg hier. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Zugsequenz von GoldenEye. Ja genau, und jetzt bricht das Flugzeug in zwei. So, hier haben wir noch eine Tür im Untergrund, genau. Und hier können wir da hoch. Und die essen einfach, das Essen hier ist das super geil. War's das schon? Dann müssen wir doch irgendwo noch weiterkommen. Oder müssen wir zurück zum Cockpit? Ja genau, Head to the Cockpit. Ach so, hier oben können wir weiter. So much for a lovely, relaxing flight. Sleep tight, lassie. You're not going to kill her? What if she wakes up? Now look here, you. I'm not gonna butcher a fellow countryman without a specific grudge. If she wakes up, she can fend for herself. If she dies, then she ain't really a Scot, so I won't feel bad. Now, go get that doctor fella and do a final sweep. Take anything that looks important. Papers, files, whiskey, whatever. Yes, sir. Something's not right. Alright, let's go. But some of our men are still aboard. Listen to you crying like a wee girl. They'll have to make do, won't they? Ja, und wir wachen langsam wieder auf. Ist schon lustig, dass wir alle überhaupt keinen Akzent haben, obwohl wir alles Briten sind, jetzt abgesehen vom Schotti hier, den wir gerade hatten. Waffen habe ich auch keine mehr. Okay, die haben sie ihm alle genommen. Na gut, oh, wir haben einen Timer oben. 40 Sekunden. Oh, okay, wir müssen umdrehen. Also wir müssen jetzt hier zurück. Ja, ich brauche einen Fallschirm, das wäre noch ganz praktisch. That's just grand. Okay, und los geht's. Well, that's unexpected. Make sure she doesn't land on her feet. Ja, jetzt auf einmal hilft man uns nicht mehr. Und da unten haben wir schon einen mit einem Fallschirm. Sehr gut, da müssen wir jetzt hin. Ja, die Karte sieht nicht irgendwie genau aus. Oh, Moment. Ups. Da kommt schon der nächste. Wir müssen weiter nach unten hier zum Kollegen. Oh, da kommen schon ein paar Vögel vorbei. Ist sehr geil. Ich finde das sensationell. Also das war damals sehr, sehr beeindruckend, die Szene hier. Ich finde es jetzt noch super geil. So, hopp, wir müssen näher kommen an den Kollegen hier. Da kommen noch weitere Vögel. Schauen wir noch kurz. Also wer so schießen kann, das muss wirklich, wirklich gut sein. So, hier oben ist erstmal nix. Schauen wir mal, wo unser Kollege ist hier. Ja, der kommt immer näher. Das finde ich sehr gut.
Ja, wie sieht's mit Gegnern aus? Soweit nix. Hallo? Ja, ich glaube, wir kommen erst weiter runter, wenn wir die ganzen Gegner hier erledigt haben. Jetzt haben wir es eh gleich. Unmittelbare Nähe. Und dann müssen wir noch warten. So, jetzt aber. Please be full of hay! Please be full of hay! Sehr schön gemacht. Und die Ziege da. She's a credit to her people. Sehr gut, haben wir das auch erledigt. So, starten wir gleich mal. Congratulations! You have failed again. Although the circumstances were certainly extraordinary in this case, don't expect much sympathy from command. Unity cannot afford failures, however justifiable. Ja gut, müssen wir uns wieder rechtfertigen. I'm impressed, Agent Archer. I expected that promoting you to field operations would be disastrous, but I never imagined a catastrophe of these proportions. You've now managed to botch 2 high-profile, high-stakes missions. Care to explain? I did my best under the circumstances. Well, now that we've seen you at your best, I'm not sure we can afford to see you on an off day. Now, Mr. Smith, we've had a few setbacks. A few setbacks? Agent Archer, I must confess that I'm troubled by the results we've seen from you thus far. But I also realize that you've been thrust into some formidable situations. Thank you, sir. Don't thank me yet. It's quite probable that things will get worse before they get better. I don't see how that's possible. Did you get a look at your assailant? Aye, that I did. Did you recognize him? Sergeant Magnus Armstrong, born in Glasgow, Scotland, 1925. Frequently in trouble as a lad due to a penchant for fighting. By all accounts, he was a good-natured, likable young man. Never bullied anybody, only picked fights with boys that were game for a brawl. Got kicked out of several schools before his parents finally stuck him in a military academy. During the war, he served as a sapper in France and Germany, everything from mine removal to demolitions and sabotage. Earned himself quite a reputation for his reckless antics. The most popular legend had to do with a bridge he allegedly crippled with nothing but a shovel and a hand grenade. A German supply train did the rest. When it reached the weakened section of the bridge, the whole structure came crashing down. It's a shame this chap ended up on the wrong side of the law. To the best of our knowledge, he's never been involved in anything this big before. Most of his arrests since returning from the war have been related to public brawling. Any theories on why he didn't simply shoot you when he had the chance? I'll be sure to ask him when I bring him in. That's assuming you get the opportunity. She just might. We may have a lead. This morning, West German custom officials in Hamburg discovered several suspicious-looking chemical containers aboard a Finnish cargo freighter. Fortunately, these chaps decided to inform us rather than seizing the contraband outright, which gives us a chance to conduct a covert investigation. You believe this is the link to Dr. Schenker? It could well be. If so, given the specific chemicals found aboard the freighter, it's a fairly safe bet the kidnappers are not only aware of Dr. Schenker's research, but also determined to capitalize upon it. If our theories are correct, the kidnappers are in Hamburg or will be arriving shortly. A good spy could find them. Fortunately, we're sending a good spy on this mission. You'll be working with him. A new partner? More like a supervisor. An American named Thomas Goodman. Perhaps you've heard of him. Aye, but I thought he was killed in Amsterdam. Really? He's a resourceful chap, though.
made a daring escape on a stolen bicycle with half the Dutch police force in hot pursuit and KGB agents waiting in ambush round every corner. Smashing story. I'm sure he'll recount it if you ask him. At any rate, you're to rendezvous with him in Germany and see what the two of you can dig up. You'll take your orders directly from him during this mission. Thank God. Very good, sir. Thank you. Agent Archer, Yes, sir. what was it like falling out of that plane? I promise to tell you about it sometime. I tell you she's a liability. Perhaps, but I'm not convinced yet. What will it take to convince you? How many more catastrophes must we suffer through? Because keeping her on the active list will lead to further disasters. Of that, I'm certain. Yes, I can see that you are. Our purpose is to preserve freedom, to protect innocent lives, to combat evil wherever it manifests. We can't afford to tolerate anything that stands in the way of that goal. The girl may be spirited, but she's virtually incompetent. I admire your sense of duty, but I question your judgment. I can't say that at my prime I would have performed any better than she under the circumstances. You're assuming her reports are entirely genuine. Personally, I wouldn't be at all surprised to learn that she'd colored the facts. The bloody things read like adventure novels. So now you're indicting her credibility? Does that seem unreasonable? The girl was a thief, for goodness sakes. A little skepticism seems prudent. I'll take it under advisement. Look, it's not too late to pull her off the assignment. I've read the American's file. He's perfectly capable of handling an operation like this on his own. Probably so, but I have the strangest feeling a woman's touch is exactly what we need on this one. I can't argue with you when you're like this. No, you can't. I hope you realize you're letting yourself be ruled by intuition. Reason tends to make a far more reliable counselor. You might ruminate on that adage yourself. So, sehr gut. Ich würde mal sagen, dann stoppen wir hier erstmal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.